Es war ein kühler Abend, als Clara ihren Vortrag in einem kleinen Hörsaal der Universität beendete. Vor ihr saß ein Publikum aus Anthropologiestudenten, einigen Professoren und ein paar interessierten Bürgern. Der Beamer warf das letzte Bild ihrer Präsentation an die Wand. Ein Kreis aus Menschen in einem Dschungeldorf, die Hände ineinander verschränkt, lachend, tanzend. Der Titel über dem Bild lautete: Die universelle Suche nach Bedeutung. Was es heißt, Mensch zu sein. Die Frage, die wir uns in der Anthropologie immer wieder stellen, begann Clara zusammenzufassen, ist nicht nur, wie Menschen leben, sondern warum leben sie so? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Ist es der Verstand, der uns von anderen Spezies abhebt? Unsere soziale Organisation? Oder das Bedürfnis nach Sinn? Sie machte eine kurze Pause und ließ ihre Worte im Raum hängen. Nach einem Applaus begann die kleine Fragerunde. Die meisten Fragen drehten sich um die Feldforschung, die Clara an verschiedenen indigenen Gemeinschaften durchgeführt hatte. Doch eine letzte Frage, gestellt von einem stillen jungen Mann in der hintersten Reihe, stach besonders heraus. Glauben Sie, fragte er langsam, dass die moderne westliche Gesellschaft vergessen hat, was sie menschlich macht? Die Frage blieb in Clara hängen, auch als sie Stunden später nach Hause ging. In den letzten 10 Jahren hatte Clara als Anthropologin an den unterschiedlichsten Orten der Welt geforscht. Sie hatte Monate in kleinen Dörfern im Amazonasgebiet verbracht, beobachtet, wie Gemeinschaften in der Wüste Afrikas trotz lebensfeindlicher Bedingungen überlebten. Und sie hatte auf isolierten Inseln mit Menschen gesprochen, deren Sprache fast ausgestorben war. Immer wieder war sie auf das gestoßen, was sie den Kern der Menschlichkeit nannte: das Streben nach Verbindung, Solidarität und Bedeutung. Doch genau diesen Kern hatte sie in ihrer eigenen Heimat oft vermisst. Sie dachte an die westliche Lebensweise, die distanzierten Nachbarn, die hektischen Städte, die endlose Jagd nach Zeit, Geld und Status. War der junge Mann aus der Fragerunde vielleicht näher an der Wahrheit, als sie zugeben wollte? Hatte der Fortschritt einen Teil von dem, was uns menschlich machte, verloren gehen lassen? Am nächsten Morgen tauchte Clara tiefer in ihre Notizen ein. Sie zog ein altes Tagebuch hervor, voll mit Beobachtungen aus ihrer Zeit bei den Carari, einem indigenen Volk im Amazonasgebiet. Dieses Volk hatte sie am meisten beeindruckt, nicht wegen ihrer primitiven Technologie, wie manch ein Außenstehender vermuten könnte, sondern wegen ihrer Weltsicht. Die Carari lebten in einer Gemeinschaft, in der jeder Einzelne als Teil des Ganzen gesehen wurde. Es gab kein Ich ohne das Wir. Entscheidungen wurden in großer Runde getroffen. Rituale hatten den Zweck, die Verbindung der Menschen untereinander und zur Natur zu pflegen, und Besitztümer wurden geteilt. Es war eine Gesellschaft, in der Einsamkeit nahezu unbekannt war. Wenn jemand krank war oder traurig, sammelten sich die Dorfbewohner um ihn und unterstützten ihn, bis es ihm besser ging. Am deutlichsten erinnerte sich Clara an ein Gespräch, das sie mit einem Ältesten geführt hatte. Sie hatte ihn gefragt, wie die Carari sich selbst sehen, was sie glaubten, was sie von den Tieren im Wald unterscheide. Der Älteste hatte lange nachgedacht, bevor er mit leiser Stimme antwortete: Menschen sind jene, die den Kreis bewahren. Wir tanzen, weil der Kreis ohne uns bricht. Jede Bewegung, die wir machen, für uns selbst oder für andere, hält den Kreis zusammen. Clara hatte das damals poetisch gefunden, war sich aber nicht sicher gewesen, ob sie wirklich verstand, was er meinte. An diesem Tag fuhr sie in den Park, um Abstand von ihrem Schreibtisch zu gewinnen. Die frische Luft tat gut, aber ihre Gedanken schwirrten weiter um die Frage, die der Student gestellt hatte. Sie sah Kinder, die auf einem Spielplatz spielten, Jugendliche, die in ihre Smartphones vertieft auf einer Bank saßen. Ein Mann joggte mit entschlossenem Gesichtsausdruck am Fluss entlang, vorbei an einer Frau, die Tauben fütterte. Jeder schien in seiner eigenen Blase zu leben,
isoliert von den anderen, obwohl sie sich im gleichen Raum befanden. Clara dachte an den Kreis. Was, wenn der Älteste der Carrari recht hatte? Was, wenn das, was uns menschlich macht, nicht Intelligenz ist, nicht unsere Fähigkeit, Werkzeuge zu bauen oder uns selbst zu reflektieren, sondern unsere Fähigkeit, den Kreis zusammenzuhalten? Verlor die moderne Gesellschaft diese Fähigkeit? Oder hatten wir nur vergessen, wie wichtig sie war? Im Park begann es zu regnen und Clara machte sich auf den Heimweg. Doch ein weiterer Gedanke überkam sie. Wenn wir das verloren haben, wie können wir es wiederfinden? In den folgenden Wochen arbeitete Clara an einem neuen Projekt. Sie wollte die Mentalität der modernen westlichen Gesellschaft untersuchen und ihre Beobachtungen mit denen der Carrari vergleichen. Dazu sprach sie mit unterschiedlichsten Menschen: Büroangestellte, Schüler, Rentner, Eltern, Jugendliche. Sie stellte immer wieder dieselbe Frage: Was macht für sie das Menschsein aus? Die Antworten überraschten sie. Viele Menschen sagten Dinge wie Familie, Sinn finden, anderen helfen. Doch als sie nachfragte, wie oft sie wirklich Zeit für diese Dinge aufbrachten, begann sich ein Muster zu zeigen. Ich hätte gerne mehr Zeit für die Familie, aber die Arbeit lässt es nicht zu. Oder ich will mich engagieren, habe aber das Gefühl, dass ich es mir nicht leisten kann. Die Worte und die Realität passten oft nicht zusammen. Eines Abends, nach Dutzenden Interviews, sah Clara die Notizen vor sich und fühlte eine tiefe Traurigkeit. Diese Menschen lebten in einer Gesellschaft, die materiellen Fortschritt wie eine Gottheit verehrte. Effizienz, Produktivität, Wachstum. Und doch fühlten sich so viele von ihnen isoliert und verloren. Dann, eines Tages stieß sie in einem Interview auf eine Frau namens Lara. Lara arbeitete als Krankenschwester und war als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern fast ständig erschöpft. Doch etwas an ihrer Antwort verblüffte Clara. Es ist schwer, sagte Lara, aber ich denke, Menschsein bedeutet, dass man trotzdem weiter für andere da ist. Für mich macht es das aus. Diese Momente, in denen ich jemandem helfen kann, selbst wenn ich kaum die Energie dazu habe. Es ist nicht immer schön, aber es gibt mir das Gefühl, dass ich an etwas Größerem beteiligt bin. Clara dachte an den Kreis. Vielleicht war Lara genau das. Ein Mensch, der den Kreis bewahrte, auch wenn es schwer war. Und vielleicht gab es viel mehr Laras, als sie dachte. Menschen, die inmitten des Chaos und der Isolation versuchten, Verbundenheit zu schaffen, sei es durch ein Lächeln, eine helfende Hand oder einfach durch ihre Präsenz. Am Ende ihres Projekts fasste Clara ihre Erkenntnisse zusammen. Sie dachte darüber nach, wie die moderne Anthropologie den Menschen nicht nur durch die Linse anderer Kulturen, sondern auch durch die Linse der eigenen Schwächen betrachten konnte. Wir waren technologische Giganten, aber emotionale Zwerge geworden, von der Geschwindigkeit des Fortschritts überrollt. In ihrem Abschlussbericht schrieb sie: Was die Menschen ausmacht, ist nicht die Fähigkeit, die Welt zu erobern, sondern die Fähigkeit, einander zu sehen. Wir sind verbunden, egal wie sehr wir es vergessen. Die moderne Herausforderung ist nicht, neue Horizonte zu entdecken, sondern den Kreis wieder zusammenzuführen, bevor er bricht. Ein Jahr später wurde ihr Bericht veröffentlicht und brachte Clara Anerkennung, doch das war für sie nicht das Wichtigste. Immer wenn sie wieder an die Carrari dachte, sah sie das Bild des Ältesten vor sich, wie er den Kreis beschrieb. Zerbrechlich und doch so kraftvoll. Und eines regnerischen Abends, als Clara durch die Stadt ging, bemerkte sie etwas Seltsames. An einer Straßenecke saß eine alte Frau auf einer Bank, ihren Kopf geneigt. Sie schien nichts Besonderes zu machen, nur zu sitzen und zu beobachten. Um sie herum schien die Hektik der Straße langsamer zu werden. Menschen gingen an ihr vorbei, hielten inne, andere setzten sich zu ihr,
als ob sie spürten, dass etwas an ihrem stillen Dasein besonders war. Und Clara beschloss, es der alten Frau gleichzumachen. Sie setzte sich jeden Tag für ein paar Minuten auf eine Bank und beobachtete das Geschehen. Hin und wieder setzte sich jemand zu ihr und sie führten ein kurzes Gespräch. An anderen Tagen konnte sie jemandem helfen, der etwas verloren hatte, oder sie erwiderte das Lächeln eines kleinen Mädchens. Clara saß da, beobachtete und lächelte. Es war kein wissenschaftlicher Beweis. Es war kein großer Moment. Aber es war Menschsein. Ruhig, bedeutungsvoll, verbunden. Es war der Kreis, der sich wieder schloss.